Was für ein stimmiges Auto. Ja, der Renault Master, sehr breit und hier sieht man das, es geht komplett ineinander über. Der Motor bärenstark, Biturbo und selbst der kleine Motor hat schon so viel Drehmoment, dass der zieht aus dem Stand raus. Sensationell, ist sehr leise. Ja, grüß dich Jan. Ja, hi. Wir haben den ersten Renault Master, glaube ich, gedreht, auch den 6.8, gell? Richtig, wir stehen hier zum zweiten Mal vor diesem wahnsinnig coolen Fahrzeug mit dieser imposanten Front, der sehr, sehr bullig wirkt, sehr massig wirkt, obwohl er auch nur eine Breite von 2,14 Meter hat. Die Optik macht es, glaube ich, her, ja. Der ist so tief gezogen. Also die neue Optik gibt es ja jetzt seit 2, 3 Jahren. Ist sehr, sehr gut angekommen. Wir gehen mal schnell rein, dass wir ihn einmal gerade sehen. Vielen Dank. Und er hat nämlich das, was die meisten Leute haben möchten. Er hat längs Einzelbetten mit drin. Er ist sehr schmal, 2 Meter. 14. 2,14 Meter breit, 2 längs Einzelbetten und Länge nochmal, ist etwas länger wie der 6.6, gell? Genau, wir haben hier eine Länge, also deswegen heißt er auch 6,8, weil wir hier eine Länge von knapp 6,80 Meter haben. Liegt so ein bisschen am Radstand, am Chassis. Das Chassis vorne ist etwas länger, dadurch nicht ganz 6,60 Meter geschafft, auch wenn das meist so eine magische Grenze ist. Ihr habt den Platz ein bisschen in die Küche investiert. Das Bad wird das gleiche sein, nehme ich an. Das ist ein Badmodul, was drin ist, aber die Küche ist schon mal länger. Sind die Betten auch ein bisschen länger geworden? Was ist länger geworden? Wahrscheinlich hier. Ist das Bad ein bisschen größer? Nee, tatsächlich ist es das Stück Küche und der Sitzbereich, wo wir etwas an mehr Freiraum gewonnen haben. Bei den Betten, längs Einzelbetten, haben wir so schon eine Länge von knapp 2 Metern. Das ist, ich sag mal, auch so ein fast Standardmaß in Deutschland. Da brauchten wir jetzt nicht noch mehr Länge generieren. Deswegen haben wir uns lieber dafür entschieden, den Sitzbereich etwas komfortabler bzw. mit etwas mehr Sitzfreiheit zu gestalten. Zwei Kleiderschränke unter dem Bett, die ich persönlich kaum nutze, weil ich habe kaum hängende Kleidung mit dabei. Du kannst sie aber aufhängen. Auf der rechten Seite habe ich zum Beispiel Euroboxen drin. Wenn du mal gerade eine bitte öffnest für mich. Du hast sehr breite Aufgänge, das kann man gleich mal sehen. Da kann man sehr bequem hochlaufen. Man kann das Bett auch noch mal vergrößern. Also hier sieht man es sehr, sehr schön. Also großer Schrank hier mit drin, mit einer Einlage. Hier wunderbar, um Euroboxen einfach reinzupacken und das Ganze zu speichern. Auf der anderen Seite das gleiche, dann nochmal in grün. Hier aber ein bisschen anders. Ich glaube, hier habe ich eine Stange drin. Da ist eine Stange drin und da sieht man auch schön die Außensteckdose und der Radkasten, der verkleidet ist. Ja, der Renault Master auch genauso leise, muss man sagen, wie der Ford. Also es sind 2 extrem automotive, leise Fahrzeuge, die natürlich mit der Modellpflege auch noch mal leiser geworden sind und das merken die Leute. Also empfiehlt es natürlich, wenn man so ein Fahrzeug auf der Messe kauft, eigentlich sollte man mal Probe fahren, ja, und die mal hören. Die sind aber leise. Die sind leise, die fahren sich beide sehr gut. Wir haben hier, du hast es anfangs erwähnt, einen Biturbolader, 145 PS als Schaltfahrzeug mit drin. Mit richtig Drehmoment. Mit richtig Drehmoment. Und ich habe es schon mehrfach mitbekommen, auch hier stehen ständig Leute drumherum, die sagen, ja, vom Prinzip her, den kann ich mit 4 Bar Druck im Fahrwerk fahren. Das fährt sich angenehmer als die 5.5, die ich teilweise bei den anderen Herstellern drin habe. Womit ich einfach sehr, sehr angenehm mich fortbewegen kann. Ja, das Ganze federt dann noch mal ein bisschen leichter, du kriegst nicht alles mit. Ist sehr, sehr Pkw-like, aber hier auch große Gefahr ist natürlich das Thema Knöllchen, Strafzettel. Die fahren sich so handlich, weil sie so schmal sind und so tief sind, dass du gar nicht mitkriegst, dass du im Wohnmobil bist. Und das ist sehr gefährlich. Also passt gerade in Städten auf. Du bist, weil die so leise sind, immer über 50 irgendwie unterwegs, wo du mit dem anderen auch wirklich dann über die Motorlautstärke das mitkriegst. Also ich habe schon 2 Strafzettel bekommen, genau mit dem 6.6, mit dem Ford, weil er so schmal ist. Also bist du auch schnell unterwegs. Du fährst 130, ohne dass der Spritverbrauch explodiert. Hast du das auch festgestellt? Ja, tatsächlich windschnittig gebaut. Die Breite, also, du hast es gesagt, 2,14 Meter, recht schmal, wendig dadurch. Ich muss nicht ständig gucken, passe ich da durch, muss ich vielleicht mal abbremsen, bin ich zu nah an irgendeinem Baum oder sowas, sondern das ist wirklich wie, als würde ich ein Auto fahren oder ich sag mal einen Transporter. Man setzt sich rein und fühlt sich sofort ganz, ganz, ganz sicher, ohne Angst haben zu müssen, was habe ich jetzt hier für ein Schiff dabei. Das heißt, die Spiegel sind meistens auch nicht verlängert, hier bei dem Fahrzeug auch gar nicht. Geh ruhig mal bitte ins Bad.
geh mal ganz rein. Du bist fast 1,90 Meter groß jetzt mit Schuhen. Und hier siehst du sehr schön, das passt. Auch mit 1,90 Meter duschen kannst du dich jetzt noch nicht, weil wir in so einem Schwenkbad sind. Kannst du ruhig mal andrücken. Na? Der Messebetrieb ist noch heil. So, sehr schön. Ist schon so ein Messebetrieb, also kann schon mal sein nach 11 Tagen, dass das ein oder andere kleine Plastikteil mal abgebrochen ist, wo die Leute sehr grob waren, oder? Ja gut, hier sind natürlich wahnsinnig viele Besucher, die hier durchlaufen. Und der ein oder andere, der vielleicht dann nicht ganz erfahren ist, weil er Neueinsteiger im Reisemobil ist. Hast du lieb gesagt. Ich sag immer, wenn es schwer geht, dann läuft was schief. Dann sollte man es nochmal anders versuchen. Mehr Gewalt hilft hier selten. Nicht reißen. So, hier der Schrank bitte mal öffnen. Da kann man seine ganzen Utensilien lagern. Ganz unten habe ich das Klopapier mit drin, damit das nicht nass wird. Gibt es das Schwenkbad. Hier ist die Toilette. Hier hat man eben so viel Beinfreiheit, dass man auch als größerer Mann hier problemlos sitzen kann. Das Ganze ist beheizt über eine Luftheizung von Truma. Und mal bitte das Schwenkbad mal schließen. Dass wir mal das ganz kurz gehen. Dazu gehst du raus, drückst den kleinen Hebel hier an der Seite ran. Dann schwenkt das zu dir hin und du hast den ganzen Bereich komplett. Steig mal bitte nochmal ein, dass man mal sieht, du bist ein großer Mann. Und bitte einmal drehen komplett um die eigene Achse. Das ist also hier, wir sind in einem Kompaktwagen. Also das ist schon wirklich sehr üppig vom Platz her. Ja, ich kann hier sehr bequem drin duschen. Ich habe hier wirklich Platz. Kann tatsächlich ganz bequem, wenn ich diesen Holzlattenrost vorher rausnehme und die Schuhe ausziehe, auch von der Höhe her sehr bequem duschen. 1,90. Also ich bin immer ganz froh, dass ich nur 1,84 bin, 1,83. Oder im Pass steht 1,85, aber ich bin ja schon 55, ja, irgendwann. Mein Sohn sagt immer, du schrumpfst. Ja. Kurz mal drauf. Also, das ist er. Wir haben gesehen, wir gucken noch mal kurz in die Garage rein. Heute ist Samstag. Ich bin mal gespannt, was morgen los ist. Wir haben ja viele Lokalkunden auch hier. Also, wenn ich einen Sohn hätte, würde aus Düsseldorf kommen, würde ich hier auch vorbeigehen. Ja, absolut. Es ist auch gut besucht und viele Händler sind natürlich auch hier aus der Region dadurch vertreten. Die sind hier vor Ort bei euch, oder? Die sind hier vor Ort. Man kann natürlich das Fahrzeug hier direkt käuflich erwerben. Krass. So, ihr habt Systeme. Können die Händler gucken, wie die Bauplätze bei denen sind? Die haben ja meistens Bauplätze bei euch schon eingekauft oder im Vorfeld? Richtig, die können schauen, wo sie Bauplätze haben, wann die verfügbar sind. Das ist möglich. Komm, wir schlendern mal ein bisschen über den Stand, dass wir das sehen. Gestern haben wir einige Videos schon gemacht, unter anderem neue Technik eingebaut hier beim Allrad Ford, der da ist. Da habt ihr einen kleinen Slider entwickelt, da gibt es ein eigenes Video zu, gestern mit einem Kollegen gedreht. Der wird natürlich hier schwer bewundert, oder? Ja, absolut. Das ist, denke ich, ein richtiges Highlight. Wir hatten von Kundenseiten her das Thema, dass hier sich beschwert wurde, dass der Ford etwas zu schmal im Bettenbereich ist hinten. Gerade für so große Menschen wie mich ist das natürlich so ein bisschen im Anschlag. Und mit dem X-Flip haben wir die Möglichkeit, das Bett um 37 cm zu verbreitern. Und damit haben wir natürlich richtig viel Liegefläche geschaffen. Ja, wirklich ein Novum, also ein kleines, kostenextensives Bauteil, was sie serienmäßig jetzt mit anbietet. Also kein mit viel Mechanik, das Ganze klappst du einfach rein. Du weißt, wie es geht mit dem Klappen? Ich weiß, wie es geht. Komm, wir zeigen es einmal ganz kurz nur, dass wir es mal sehen, weil man muss einmal das Polster wegnehmen und dann klappt man es ein. Da ist es mit drin. Das kann man von außen sogar problemlos machen. Besonders interessant ist, ich bleibe gleich mal stehen, wenn es wieder ausgeklappt wird. Das geht nämlich von selbst. Und das ist ganz toll. Da sind 2 Gasdruckfedern mit dabei. Wenn es geschlossen ist, sieht man es gar nicht. Und jetzt klappt es mal bitte auf. Ich bleibe mal hier stehen an der Seite. Da zieht er einfach nur an einem Hebel. Und wie aus Geisterhand öffnet sich das Ganze und fährt dann aus. Und da ist es schon drin. Das Ganze ist auch mit massiven Seitenwänden mit drin. Jetzt beim Ford Kastenwagen ist es Serie bei euch, oder? Richtig, beim Ford 600 DF 4x4 haben wir es mit in der Serie drin. Der Caravan-Salon 2023, heute am Samstag, 26. August 2023. Ja, abonniert bitte German Television. Guckt mal, ob ihr uns abonniert habt. Wenn nicht, ja, bitte auf die Abo-Taste drücken, es kostet keinen Cent. Ich danke dir herzlich, Jan. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss.